Regenerierung und Optimierung. Ein Ansatz, der Ergebnisse liefert. Und darüber hatte ich letztens mal so einen kurzen Post gemacht als Überblick. Den habe ich hier auf dieser Folie abgebildet. Und habe mir gedacht, naja, das ist doch einiges an Information. Da kann es hilfreich sein, dass ich da einfach mal ein Video zu drehe und ein bisschen erkläre, was diese verschiedenen Teile dieses Ansatzes bedeuten. Und diesen Ansatz nutze ich tatsächlich auch in meiner Praxis, in meinem Epigenetik-Mentoring-Programm, beim Coaching und generell bei der Gesundheitsoptimierung, weil ich halt festgestellt habe, dass das eine gute Struktur ist, ein roter Faden, den man gut nutzen kann. Und wie das jetzt funktioniert, das will ich jetzt mal erklären. Fangen wir mal an mit dem ersten Teil. Das sind die Ursachen ermitteln. Und das ist eigentlich der wichtigste Teil, muss man so sagen, weil wenn ich keine solides Wissen über die Ursachen habe, was will ich da tun, dann ist das alles mehr oder weniger zufällig. Das heißt, man braucht erfahrungsgemäß am Anfang genügend Zeit für eine detaillierte epigenetische Anamnese. Man will sich anschauen, was sind die ganzen Umweltfaktoren, die eine Rolle spielen könnten, was ist alles so passiert, auch in der Vergangenheit, um da wirklich zu schauen, was sind so die Hauptthemen, auf die es drauf ankommt. Und da kann man dann natürlich eine DNA-Analyse ist da ganz wichtig auch, um zu schauen, wie der körpereigene Bauplan ist. Der ist bei jedem anders und der ist natürlich, wie er ist. Der verändert sich auch nicht. Aber da kommt ja dann die Epigenetik rein, die Software der Gene, wo man jetzt hergehen kann und kann schauen, wie kann ich diese Gene unterstützen, wie kann ich diesen Bauplan praktisch besser unterstützen, dass wenn diese Gene jetzt reguliert werden, ausgespielt werden, sich da gewisse Vorteile ergeben. Parallel dazu ist es wichtig, sich funktionelle Biomarker, Laborwerte anzuschauen, weil der Bauplan ist ja eine Sache, aber was tatsächlich im Körper passiert, ist ja eine andere. Da muss man wissen, wie, wie laufen diese Systeme momentan im Körper, welche Unterstützung wird gebraucht, wo sind Sachen, die nicht so rund laufen. Das sieht man mit den Biomarkern. Es sind nicht nur Laborwerte, ich nutze auch sehr viel tragbare Technologie, hier zum Beispiel diesen Oura-Ring, der misst mir Schlaf, Herzratenvariabilität, vieles mehr, hat eine sehr gute Qualität der Daten. Oder auch jetzt zum Beispiel sowas hier, das misst Blutdruck. Also das sind alles Möglichkeiten, wie ich mehr Daten bekomme, um zu sehen, was tatsächlich so passiert. Der andere Punkt ist dann, in meiner Praxis habe ich auch moderne Sofortdiagnostik, die man nutzen kann, Analysen durchzuführen, um einfach mal schnell zu sehen, in welche Richtung geht das eigentlich. Also eine Bestandsaufnahme der wichtigsten Mineralien, Schwermetallbelastung, Herzratenvariabilität und so weiter. Also wenn ich diesen Block jetzt hier, den ich erstmal unter Ursachen ermitteln zusammengefasst habe, wenn ich mir dafür genügend Zeit nehme, dann habe ich eine gute Basis geschaffen und dann kann man im Prinzip darauf einen guten Therapieplan auch aufbauen. Wenn es dann losgeht, wenn es dann heißt, okay, wie können wir das Ganze jetzt verbessern, wie können wir das umsetzen, da gilt es jetzt erstmal Grundlagen legen, da kommt es auf das Mindset an und das geht so ein bisschen in meine Gesundheitskompetenzen rein. Da hatte ich ja diesen Rahmen aufgebaut vor vielen Jahren, dass ich so um die 20 verschiedene Gesundheitskompetenzen definiert habe. Da sieht man dann diese Bereiche, die wichtig sind und wo man Kompetenzen aufbaut, also sich durch das notwendige Wissen ansammelt und aufbaut, dass man dann in diesen Bereichen auch Fortschritt machen kann, ganz gezielt. Und Mindset ist tatsächlich das Allerwichtigste. Wie denkt man über eine bestimmte Sache? Ist man positiv, negativ und so weiter. Andere Grundlagen, Schlaf, Atmung, Herzratenvariabilität, die sind so fundamental, da redet man in der Regel gar nicht drüber, ist aber wichtig, dass das mit
in den Grundlagen berücksichtigt wird und dass man sich darüber Gedanken macht. Und da kommt wieder diese tragbare Technologie rein, die ich eben erwähnt habe. Einfach, dass man da kontinuierlich auch sehr zuverlässige Daten bekommt, um zu sehen, wo man steht. Im nächsten Schritt geht es um eine Basistherapie. Die ist eigentlich immer sehr, sehr ähnlich, weil uns fehlen immer die allerwichtigsten Grundlagen in großen Mengen. Das sind gesunde Fette, Öle, Phospholipide, Aminosäuren, Nukleotide. Da mangelt es in der Regel immer dran. Das kann man nachweisen auch über Blutwerte, da kann man einen Fettsäuretest machen, da kann man Aminogramm machen, Aminoprofil oder sich ganz einfach auch das Gesamtprotein im Körper angucken. Dann sieht man meistens, das ist zu niedrig, dann kann man sich eigentlich diese Diagnostik auch sparen und das Geld eigentlich gleich dann in Makronährstoffe zu investieren, dass man die mal auffüllt über ein paar Monate. Aber auch dann ein gezieltes, personalisiertes Nährstoffprotokoll entwickelt, basierend auf den Ursachen. Ich komme wieder zurück zu den Ursachen, weil das ist dann spezifisch. Was könnte der Körper da noch gebrauchen? Welche Nährstoffe sind da wichtig? Wie kann ich diese Gene unterstützen, diese Systeme reparieren, vielleicht sogar optimieren? Das geht dann auch schon damit rein, mit dieser Basistherapie. Aber jetzt, es kann sein, ich habe jetzt noch nicht alle Daten da, vielleicht fehlen noch Blutwerte, vielleicht fehlen noch ein paar andere Messungen. Das heißt, man schaut halt, mit welchen Basics kann man da jetzt anfangen. Parallel dazu braucht man eigentlich immer ein Mitochondrienprogramm, so nenne ich es mal, weil unsere Mitochondrien haben so einen starken Einfluss auf unseren Gesamtkörper und die regulieren so viele Systeme und sind auch in der epigenetischen Genregulation stark beteiligt. Das heißt, ich brauche gute Mitochondrien, aber ich habe bis jetzt ehrlich gesagt noch keinen gesehen, der wirklich gute Mitochondrien hat, gleich vom Start an. Wenn man dann anfängt, macht die Diagnostik und schaut sich die Mitochondrien, den Status an, da sieht man in der Regel, da muss man was tun. Das startet man aber auch jetzt nicht unbedingt sofort, weil erst gilt es mal in der Basistherapie den Körper aufzufüllen mit den nötigen Nährstoffen und dann, wenn man sieht, dass das langsam ansetzt, der Körper sich diese Nährstoffe holt und zur Verfügung hat, dann kann man sich überlegen, wie kann man diese Mitochondrien stimulieren, wie kann ich die Mitophagie stimulieren, dass also defekte Mitochondrien recycelt werden, dass die dann durch neue ersetzt werden können, dass die Anzahl der Mitochondrien, der gesunden, kraftvollen Mitochondrien steigt. Das kann man mit Zelltraining machen. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Das Höhentraining, das IHAT-Höhentraining, die hyperbare Sauerstoffoxygenierung. Da gibt es andere Geräte, die man nutzen kann. Zum Beispiel Energy, da atme ich dieses Easy Water Exclusion Zone Wasser ein. Man nennt es auch Waldspaziergang, wo ich bequem da sitze, 20 Minuten, atme das sanft ein und tue da was Gutes für meinen Körper. Infrarotanwendung, Hitze, Kälte und so weiter. Sport natürlich. Also das ist ein umfangreiches Programm, das muss man dann ausarbeiten, aber das sollte parallel ablaufen. Und dann geht es im letzten Schritt nochmal zum Thema Regeneration, Anpassungen. Man muss dann natürlich schauen, wenn man jetzt diese ganzen Sachen macht, erstmal, was funktioniert gut, was funktioniert weniger gut. Da braucht man wieder die Messung. Ohne Messung geht halt nichts. Und das bedeutet Verlaufskontrollen in der Regel nach 3-4 Monaten. Aber jetzt diese tragbare Technologie, wie dieser Ohrring, den ich ja erwähnt hatte am Anfang, da bekommt man natürlich kontinuierlich Ergebnisse rein. Und dann kann man schauen, wie passe ich bestimmte Sachen an, Nährstoffe anpassen, nach oben, nach unten mit der Dosierung, neue Sachen hinzufügen. Vielleicht gönne ich mir dann auch weitere Optimierungsbereiche. Es ist ja sinnvoll, sich immer auf 2-3 wesentliche Sachen konzentrieren. Und wenn ich jetzt schon Mitochondrien habe, vielleicht bin ich an oxidativen Stress dran, vielleicht habe ich noch Entzündungen, dann hat man ja alle Hände voll zu tun.
Man kann aber sagen, naja, das läuft jetzt so ein bisschen, vielleicht gehe ich jetzt mal an das Thema Immunsystem, das ist ja auch eine Gesundheitskompetenz als Beispiel und beschäftige mich damit ein bisschen. Ne? Und dann geht es so weiter. Und das ist ein Prozess, das ist ein Lifestyle letztendlich, wenn man das umsetzt, weil die Regenerierung, die geht ja dann auch nicht weg, selbst wenn ich jetzt zum Beispiel eine chronische Krankheit habe und nutze diesen Ansatz, um die zu unterstützen. Vielleicht geht es einem dann nach ein paar Monaten ein bisschen besser und man merkt, man hat das so langsam im Griff. Naja, dann kann ich auch damit jetzt letztendlich auch nicht aufhören. Ich muss lediglich hier dann schauen, welche Anpassungen nehme ich vor, um ein Minimum weiterzumachen. Ne? Das ist im Prinzip die Idee, dass man dann einen Lifestyle aufbaut, wo diese Elemente mit integriert werden können. Das sagen ja auch viele, dieses Biohacking dazu, was nichts anderes ist als ein experimenteller Ansatz, wo man kontinuierlich agil Anpassungen vornimmt und sich dann damit eine Longevity, Langlebigkeitsstrategie, da geht es um das Thema gesund alt zu werden, dass man die dann aufbaut. Das ist jetzt der Rahmen. Ich hoffe, die Erklärung hierzu hilft ein bisschen. Gerne deine Fragen dazu als Kommentar und teile gerne auch in deinem Netzwerk den Beitrag hier mit Leuten, die davon profitieren könnten.